Das von Behringer, Midas und Clark Technic eingesetzte AES-50-Protokoll zur Signalübertragung ist mega flexibel, wenn es um das Thema Routing geht, kann aber mit Sicherheit den einen oder anderen Einsteiger in das Thema vor Fragezeichen stellen. Um euch einfach mal ein gewisses Grundprinzip zu vermitteln und zu zeigen, wie das Ganze im Prinzip funktioniert, habe ich diese Folge Bastis Bassstunde gedreht und ich sage, jetzt geht's los, viel Spaß! Das AES-50-Protokoll wird verwendet zum einen von der Behringer Wing, aber auch die komplette X- und M32-Linie verwendet dieses Protokoll. Ebenso die Stageboxen, wie ich hier eine aufgebaut habe. Das ist jetzt eine S16, aber auch die DL16 und die DL32 sowie die S32 verwenden eben dieses AES-50-Protokoll. An den X- und M-Pulten gibt es hier hinten zwei AES-50-Slots oder Schnittstellen, die hier verbaut sind. An der Wing gibt es sogar 3 davon. Das AES-50-Protokoll funktioniert immer zwischen einem Sender und einem Empfänger und das in beide Richtungen und das Ganze mit bis zu 48 Kanälen. Die X- und M-Reihe, also X32 und M32, verwenden nur 32 der Kanäle, deswegen vermutlich auch die Zahl 32. Die Wing-Konsolen können mit 48 Kanälen umgehen. Ich zeige euch in der heutigen Episode mal anhand eines fiktiven Szenarios, wie man sowas konfigurieren kann. Bevor wir jetzt aber gleich in die digitale Welt des Routings eintauchen, habe ich noch eine Bitte an euch. Da unten ist mein Subscriber-Button. Klickt am besten drauf, aktiviert die Glocke und verpasst nie mehr eine Episode Bastis Bassstunde. Wir stellen uns jetzt mal folgendes Szenario vor. Wir haben eine mittelgroße Sporthalle mit Kapazität für 500 bis 800 Gäste. Auf der Stirnseite dieser Sporthalle ist eine Bühne aufgebaut mit Trussing, mit einem Line Array. Und auf dieser Bühne soll jetzt ein Duo auftreten. Das Duo besteht aus einem Keyboarder und einem Gitarristen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Duo ein bisschen berühmter ist, also mehr Ansprüche hat. Und deswegen haben die auch einen Monitormischer dabei, der verwendet eine M32-Konsole. Das Duo ist aber so berühmt und so bekannt, dass die sogar einen FOH-Mischer dabei haben. Und der FOH-Mischer wiederum mischt eben gern auf einer Behringer Wing. Für den ganzen Signalfluss verwenden wir hier folgende Komponenten. Wir haben auf der Bühne hinter den beiden Musikern eine DL16 stehen. Wir haben seitlich neben der Bühne eben dieses M32 als Monitorpult stehen. Und wir haben vorne am FOH eine Behringer Wing als FOH-Konsole stehen. Die Musiker haben folgenden Anspruch. Sie brauchen einen Stereo-Input für ihr Keyboard und einen Mono-Input für ein SM57 am Gitarrenamp. Zusätzlich haben die beiden noch jeweils eine Funkstrecke, also einen Handfunksender und brauchen 2 Wedges als Rückwege, wo eben der Monitormischer den Monitorsound drauf mischt. Das ist jetzt mal die Herausforderung und ich habe das ganze Equipment jetzt hier. Wir haben also hier eine Behringer Wing, die ja das FOH-Pult darstellt. Wir haben hier ein M32, das das Monitorpult darstellt und wir haben hier oben eine S16, die unsere Stagebox auf der Bühne darstellt. In unserem Beispiel ist es eine DL16 auf der Bühne, aber das macht vom Routing her oder von der Konfiguration her überhaupt keinen Unterschied. Das heißt hier eine S16. Funkmikrofone habe ich jetzt keine aufgebaut, aber ich habe hier einfach ein Kabelmikrofon gesteckt und ich habe auch kein Keyboard hier. Dafür habe ich aber hier auf die Kanäle einen Laptop gesteckt. Das Ganze ist jetzt wie folgt verkabelt. Das Keyboard und der Gitarrenamp, also das Mikrofon des Gitarrenamps, stecken auf der DL16 Stagebox auf der Bühne. Das heißt, die Kanäle 1 und 2 auf der DL16 beziehungsweise hier dann auf der S16 sind belegt mit Keyboard Stereo, also das heißt Stereo Output. Der Kanal 3 auf der S16 ist belegt mit dem SM57, was am Gitarrenamp steht. Die beiden Funkmikrofone wiederum stehen hinten am Monitorpult und stecken auf Input 1 und 2 vom M32. Die PA, die wir auch befeuern müssen, ist angeschlossen über die Ausgänge 7 und 8 am M32 und gehen von da aus direkt ins Amping. Die beiden Monitore auf der Bühne wiederum stecken auf den beiden Outputs 1 und 2 auf der S16 Stagebox.
Die S16 Stagebox ist per CAT-Leitung verbunden mit dem AES50 Input A am M32. Eine zweite CAT-Leitung verbindet das M32, die Monitorkonsole, mit dem FOH-Pult der Behringer Wing und ist verbunden über die Schnittstelle AES50B am M32, geht dann durchs Publikum nach vorne und mündet am FOH in die Schnittstelle AES50A an der Behringer Wing. Das ist jetzt unser Grundkonzept und ich zeige euch jetzt, wie man diese Signale alle durchroutet. Der Anspruch ist jetzt folgender: Wir brauchen alle Signale vorne erstmal am FOH-Pult und am Monitorpult, sodass der FOH-Mann und der Monitormann ihren Job machen können. Dann brauchen wir zwei Rückwege vom FOH-Pult, die zurücklaufen über die CAT-Leitung ans M32 und dann hier die Signale auf dem Output 7 und Output 8 auf der Rückseite münden. Das sind nämlich unsere beiden PA-Signale, die wir dann auf die Ampings geben. Und wir brauchen vom Monitorpult zurück auf die S16 auf der Bühne zwei Rückwege für die beiden Wedges, für die beiden Monitoren. Und die sollen später hier auf Output 1 und 2 an der S16 ankommen. Und das konfigurieren wir uns jetzt gemeinsam einmal durch. Wir starten hier am Monitorpult und ich möchte jetzt erstmal, ihr seht hier oben rechts im Eck die Verbindungen, die gesteckt sind. Wie gesagt, man sieht es auch schon hier, die AES50B Schnittstelle ist mit der Behringer Wing belegt, auf der A steckt eine S16. Wir sehen, dass die S16 auf der Schnittstelle A schon grün leuchtet, während auf der Schnittstelle B hier noch ein rotes Viereck vor der Wing ist. Das liegt ganz einfach daran, dass wir noch nicht komplett synchronisiert sind. Das heißt, wir müssen in dem ganzen AES50-Verbund jetzt einen Master auswählen, der das Clock-Signal liefert. Ich würde euch immer empfehlen, hierfür das FOH-Pult zu nehmen. Ganz einfach, weil man da oft noch Peripherie mit dran hat, zum Beispiel eine Dante-Karte oder eine Waves-Karte. Und es ist einfach immer besser, das FOH-Pult dann herzunehmen und von dort aus alles zu synchronisieren als zentrales Mischpult. Das heißt, ich stelle jetzt hier um. Im Setup kann ich hier bei Global sehe ich, welche Abtastrate ich haben möchte, also Sample Rate, das ist die 44.1, das passt. Und hier unten stelle ich die Clock von Internal auf AES50B. So, warum AES50B? Weil da drauf steckt eben die Behringer Wing und synchronisiert jetzt einmal durch. Und jetzt sehen wir schon, wir sind jetzt komplett synchronisiert. Das heißt, alles ist grün. Die AES50B, die Wing ist grün und die AES50A, die S16 ist auch grün. Das heißt, das Clock-Signal wird von der Wing über dieses M32 durchgegeben an die Stagebox, an die S16. Als nächstes konfigurieren wir uns mal die Inputs von der Stagebox hierher auf dieses Pult. Dazu gehe ich jetzt ins Routing und jetzt müssen wir mal verstehen, was hier oben steht. Ihr seht, dass hier steht Input, ASA, ASB, CAT, XLR, Out, AUX, P16 und User. Das sind jeweils unsere Adressaten. Das heißt, ich wähle hier oben im Endeffekt immer aus, was ich an diesen jeweiligen Block gern senden möchte. Also als Beispiel, wenn ich hier die Inputs wähle, dann bestimme ich hier drunter mit diesen Blöcken jeweils, was ich an die Input-Kanäle des Pults senden möchte. An dieser Stelle bedeutet das aber nicht automatisch auf die Channels, sondern die Input-Kanäle sind vielmehr nochmal eine Zwischenebene, die ich mir dann aber auf die Channels legen kann. Also im Endeffekt ist es so, wenn ich jetzt hier Input 1 bis 8, 9 bis 16, 17 bis 24 und 25 bis 32 Local auswähle, dann heißt das, dass ich mir später die Inputs 1 bis 32 Local holen kann. Wir wollen unser Pult ja belegen, wie ich es vorhin eingangs schon gesagt habe, mit den Kanälen 1, 2 und 3 von der Bühne und 1 und 2 lokal hier am Pult, weil das sind ja die beiden Funkstrecken, die gesteckt sind. Ich würde euch in jedem Fall empfehlen, nehmt die User Inputs. Mit den User Inputs seid ihr zu 100% flexibel, während ihr bei den anderen, also hier bei den Local-Blöcken und so weiter, immer Achterblöcke tauschen müsst. Also ihr könnt nicht sagen, Local 1 hier ist jetzt von der Bühne, Local 2 ist von der Bühne, Local 3 ist lokal vom Pult. Das geht nicht. Hier wäre jetzt 1 bis 8 Local. Ich könnte auch 1 bis 8 mir von der Bühne nehmen, nämlich indem ich jetzt hier die AES50 Schnittstelle wähle. Da steckt dann meine Stagebox drauf. Dann hätte ich jetzt auf den Inputs 1 bis 8 eben die 8 von der Bühne.
Für Anfänger ist es am aller einfachsten, nehmt einfach die User Inputs, die gibt es hier unten, User In 1 bis 8, User In 9 bis 16, 17 bis 24 und 25 bis 32. So, jetzt habe ich die User Ins gewählt und jetzt nimmt er quasi für die Input Channels, die ich hier später im Pult den Kanälen zuordnen kann, alles, was ich hier hinten auf der User-Seite, und zwar hier oben beim User-Slot Input belegt habe. Und ihr seht, hier ist jetzt 1 bis 32, es sind immer 32, deswegen auch M32. Hier ist jetzt noch gar nichts festbelegt und definiert. Und auf diese User-Inputs hole ich mir jetzt die Signale, die ich eben gesteckt habe. Also, auf den Input 1, auf den User Input 1 möchte ich mein Keyboard legen. Mein Keyboard, ich erinnere mich, steckt oben auf der Stagebox, auf der S16 bzw. auf der DL16 auf der Bühne, auf den Kanälen 1 und 2. Und diese Stagebox ist per Cut-Leitung verbunden mit dem AES50A-Slot. Also, das heißt, mein Keyboard-Signal kommt hier bei AES50A in auf dem Kanal A1, sehe ich hier, den wähle ich schon mal. Dann gehe ich hier auf den Input 2 und hole mir den Kanal A2. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe auf meine User Inputs 1 und 2 die beiden Signale vom Keyboard gelegt, nämlich AES50, Stagebox S16, 1 und 2. Ich möchte jetzt hier auf die 3, auf den User Input 3, meine Gitarre haben. Wir wissen, die Gitarre steckt auf der Bühne oben auf der Stagebox auf Input 3. Das heißt, hier wieder AES50A und Kanal A3. Es ist übrigens automatisch so, wenn ihr die Stagebox im normalen Modus ansteckt, dass die Kanäle 1 bis 16 auch auf die AES50A 1 bis 16 vorbelegt sind. Wenn ihr eine S32 oder eine DL32 anschließt, dann sind die 32 Inputskanäle der Stagebox auf diese AES50A 1 bis AES50A 32 vorbelegt. Wenn ihr wiederum eine S16 anschließt und möchtet die doch mal erweitern, dann könnt ihr das, indem ihr eine zweite S16 auf den AES50B-Slot der ersten AES16 steckt und dann werden die automatisch aufkaskadiert. Das heißt, die erste Stagebox in der Kette liefert ihre 16 Inputs an AES50A 1 bis 16 und die zweite S16 in der Kette oder DL16 in der Kette liefert ihre Inputs 1 bis 16 an die Kanäle 17 bis 32. Und ihr seht, ihr könnt hier jetzt bis zu 48 Kanäle belegen, aber ihr könnt intern im Pult eben nur 32 Kanäle verwalten. Wir haben jetzt hier auf die User Ins 1, 2 und 3 eben die Inputs 1, 2 und 3 von der Stagebox geroutet. Jetzt habe ich noch gesagt, ich habe zwei Funkstrecken und die sind direkt am M32 hinten eingesteckt auf die Kanäle 1 und 2. Ich möchte also jetzt auf den User Input 4 mir das erste Funkmikrofon ziehen. Und das finde ich jetzt nicht hier bei der AES50, sondern hierzu muss ich jetzt hier auf Local In. Und das erste Funkmikro steckt auf Local In 1. Local In sind quasi die 16 Inputs hinten an dieser Konsole. So, jetzt steht hier In 01 auf 4 zugewiesen. Und auf die 5 mache ich jetzt meinen Local In 2. So, und jetzt seht ihr schon, was passiert. Ich habe jetzt User Inputs 1 bis 5 belegt mit Signalen, die ich mir einfange. Auf den User Inputs 1 und 2 ist das Keyboard von der S16 auf der Bühne. Deswegen steht hier A1 und A2. A steht hierbei für die AES50 Schnittstelle A. Dann habe ich auf dem Input 3 das Gitarrenmikrofon, also das Mikrofon vom Amp auf der Bühne definiert. Das steckt oben auf der Bühne auf dem Input 3 und kommt deswegen hier als AES50 A03 an. Und auf den User Inputs 4 und 5 habe ich jetzt die beiden Funkstrecken, die hier direkt am Pult stecken, nämlich auf In 1 und In 2. Somit habe ich jetzt hier am Monitorpult schon mal alle 5 Input-Kanäle gepatcht. Wie bekomme ich die jetzt auf die entsprechenden Kanäle? Ich wähle jetzt hier über Home den Kanal 1 auf dem Pult an. So, das ist der Channel 1. Man sieht hier, der ist jungfreundlich. Darauf möchte ich jetzt mein Keyboard legen. Also 1 und 2, weil das Keyboard ist ja Stereo. Deswegen möchte ich in dem Fall den Kanal 1 und den Kanal 2
linken. Das heißt, ich drücke hier unten links im Eck mal auf Link. Dann fragt er mich, möchtest du das wirklich tun? Und jetzt sind die beiden Kanäle 1 und 2 gelinkt. Das sieht man auch daran, dass ich, wenn ich die beiden Fader nach oben schiebe, dass die eben miteinander verbunden sind. Jetzt muss ich den beiden Channels hier die Inputs zuweisen. Das mache ich jetzt hier über Config. Und ich sehe jetzt bei den Sources links schon eben diese User-Ins, die ich mir vorhin vordefiniert habe. Warum sehe ich jetzt hier die User-Ins? Ganz einfach, weil ich hier im Routing bei den Input-Kanälen die User-Ins angewählt habe. Hier nochmal zum Vergleich, schaut, wenn ich hier reingehe, sehe ich die User-Ins, die ich mir vordefiniert habe. Hätte ich jetzt beim Routing nicht die User-Ins verwendet, sondern zum Beispiel hier Local 1 bis 8 auf der ersten Bank, dann seht ihr auch, dass hier nur die Locals 1 bis 8 angeboten werden. Deswegen habe ich eingangs gesagt, nehmt die User-Ins, tut ihr euch wesentlich leichter. So, ich gehe hier wieder auf Routing, Input und wähle hier User 1 bis 8. Zurück in dem Kanal, wo ich jetzt eben mein Keyboard patchen will, kann ich jetzt hier über Config sagen, Kanal 1 soll das Keyboard sein, und zwar der linke Kanal vom Keyboard, also nehme ich jetzt diesen A1. Kanal 2 wiederum könnte der zweite Kanal sein vom Keyboard, also nehme ich jetzt hier eben diesen Kanal 2. Kanal 3 auf meinem Pult wird die Gitarre, also hier wähle ich mir den A03 aus, weil da steckt die Gitarre. Und jetzt habe ich noch die beiden Funkstrecken auf 4 und auf 5. Ihr seht, es ist schon vorbelegt. Das heißt, Channel 4 hat jetzt automatisch den User in 4 oder im Local Input 01 und Channel 5 kriegt den User Input 5 und das ist Input 02 hinten am Pult. Die Displays am Pult zeigen euch das jetzt auch an. Wenn ihr jetzt nämlich mal schaut, überall dort, wo AES50A und Channel zusammenpassen, steht nur ein A im Display. Und dort, wo das eben abweichend ist, das muss man wissen, da steht dann der Kanal dabei. Das heißt, bei 1, 2 und 3 ist ja gleichzeitig mit Channel 1, 2 und 3, da steht nur das A dort. Das A bedeutet, ich hole mir meine AES50 Schnittstelle hier ran und nicht die Locals. Und hier steht In 1 und In 2, das heißt, hier bekomme ich von hinten vom Pult diese Inputs. Damit habe ich jetzt die Signale, die von der Bühne kommen, schon mal bis zum Monitorpult durchgeroutet. Jetzt müssen diese Signale natürlich auch noch vorne am FOH ankommen. Und wie wir die jetzt weiterschicken über die zweite Cut-Leitung, zeige ich euch als nächstes. Ich habe euch ja eingangs erklärt, dass hier im Routing immer das, was ich oben angewählt habe, die jeweilige Registerkarte, die ich oben angewählt habe, immer den Empfänger darstellt. Während ich hier auswähle, was ich eben auf die internen Inputs im Pult schicke, kann ich hier oben jetzt genauso gut anwählen, was ich auf die Schnittstelle AES50B schicken möchte. Und die Schnittstelle AES50B ist eben die Cut-Leitung oder die Schnittstelle, die vor zum FOH geht. Und dort möchte ich mir jetzt ebenfalls die gleichen Signale, die ich gerade hier am Pult schon aufgelegt habe, eben auch hinsenden. Wie mache ich das? Ich nehme mir die AES50B hier oben, wähle AES50B aus und schicke hier die User-In-Signale raus. Die kann ich jetzt genauso rausschicken, wie ich sie eben auch auf die Input, also so wie ich sie hier auf die Inputs legen kann, genauso kann ich die auch auf die AES50B Schnittstelle legen. Das heißt, ich drehe jetzt hier, bis hier User-In 1 bis 8 steht. Hier schicke ich mir User-In 9 bis 16. Hier schicke ich mir User-In. Achso, wichtig ist, dass wir die Ins schicken, nicht die Outs. Die Outs kann ich auch belegen, aber ich will die Ins haben. Und User-In 17 bis 25 und User-In 25 bis 32. So, was passiert jetzt? Auf der AES50B Schnittstelle hinten am Pult kommen jetzt genau die gleichen Signale, die auch hier bei den Inputs liegen. Also, und was liegt hier bei den Inputs? Die User-Inputs. Und wie sehen die User-Inputs aus? Wir haben sie vorhin konfiguriert. Auf Kanal 1 liegt A01, auf Kanal 2 liegt A02, auf Kanal 3 liegt A03, auf Kanal 4 liegt der Local-In vom Local-In 1 vom M32, also von diesem Pult, und auf User-In 5 liegt eben der Local-In 2 von diesem Pult. Und genau in dieser Reihenfolge kriege ich jetzt vorne am FOH auf meiner Cut-Leitung diese Signale geliefert. Und da schauen wir jetzt mal hin. Hier sind wir jetzt also an der Behringer Wing-Konsole und auch hier
muss ich jetzt eben die Signale empfangen. Wenn ich jetzt hier den Channel 1 auswähle, dann seht ihr hier am Display, dass der aktuell mit dem Input Local 1 belegt ist. Das will ich nicht, weil ich möchte jetzt eben auf dem Kanal 1, also auf dem Faderweg 1 hier, das Keyboard haben von der Bühne. Wie mache ich das? Zuerst mal muss ich mir bei der Wing Sources anlegen. Das heißt, ich gehe ins Routing, ich springe hier oben auf Sources und sehe jetzt hier alle Inputs, die im Prinzip das Pult zur Verfügung stellt. Aktuell ist hier Local In ausgewählt, das möchte ich aber nicht, denn mein Signal oder die Signale von der Bühne liegen ja jetzt auf der AES50A Schnittstelle hinten am Pult an. Da habe ich nämlich das Monitorpult drauf gesteckt. Das heißt, ich wähle jetzt hier AES50A. Jetzt sehe ich hier schon, und das ist echt cool gemacht, dass hier eben dieses M32 draufsteckt auf dieser Schnittstelle und mir 48 Signale liefert. Und unter diesen 48 jetzt im Moment nicht näher definierten Signale sind die 1, also das Signal 1 bis 5 eben belegt. Auf die schicke ich ja hinter der Bühne meine User-Inputs auf die Leitung. Und ich erinnere mich, was ich vorhin belegt habe. Ich habe auf 1 und 2 das Keyboard gelegt, auf 3 die Gitarre und auf 4 und 5 die beiden Inputs der Funkstrecken. Und die benenne ich mir jetzt hier. Das heißt, 1 und 2 ist es im Endeffekt ein Stereokanal, weil das Keyboard ist ja ein Stereokanal. Das heißt, ich mache hier gleich einen Stereokanal draus, indem ich sage Stereo. Und jetzt seht ihr, dass diese beiden Kanäle jetzt miteinander verknüpft sind, nämlich A1 links und A2 ist der rechte. Ich kann jetzt hier auch ein Color vergeben und ein Icon, das mache ich jetzt auch gleich. Also wir brauchen hier ein Keyboard und wir machen das Türkis und wir benennen es mit Key. So, ihr seht, der macht das auch gleich parallel, eben weil die beiden ja als Stereogruppe verknüpft sind. Auf Kanal 3 liegt meine Gitarre. Also wähle ich jetzt hier ein Gitarrensymbol an. So, wir nehmen das und ich schreibe hier Git. 1 und 2 Keyboards, 3 ist Gitarre. 4, wir erinnern uns, war ein Vocal, nämlich der Local In 1 hinten am M32. Das heißt, ich nehme hier ein Mikrofonsymbol und die Farbe lila und benenne das mit Vogue 1. Und auf der 5 liegt eben das zweite Vocal. Auch das kriegt eine Farbe, auch das kriegt ein Symbol und auch das benenne ich mit Vogue 2. So, das heißt, auf der AES50A Schnittstelle, auf der das M32 steht, schicke ich ja hinten genau diese User-Inputs raus und die kommen eben in dieser Reihenfolge hier an und ich habe sie jetzt hier definiert. Das macht man übrigens nur, damit man optisch erkennen kann, was hier ankommt. Funktionell würde das Ganze auch funktionieren, wenn ich hier gar nichts benenne. Und jetzt muss ich noch meine Kanäle anwählen. Ich möchte jetzt auf 1 einen Stereokanal haben. Die Behringer Wing kann ja auf jedem Kanal auch einen Stereokanal verwalten, eben durch dieses Source-Konzept. Das heißt, ich klicke jetzt hier auf den Input, wähle hier nicht Local In, sondern AES50A aus. Und jetzt sehe ich schon hier unten wieder mein M32 im Display. Und ich sehe, dass ich hier einen Stereokanal habe, der erste. Den nehme ich jetzt. Man sieht auch, dass der jetzt beide anwählt. Also der legt wirklich ein Stereosignal hier auf diesen Input. Und der macht auch gleich hier oben Key her und das entsprechende Symbol dazu. So, jetzt habe ich quasi mein Keyboard als Stereosignal auf den Channel 1 auf der Behringer Wing gelegt. Auf den Channel 2 möchte ich jetzt meine Gitarre legen. Funktioniert genauso. Ich wähle hier wieder den Input. Ich nehme nicht den Local In, sondern den AES50A und nehme hier A03 oder A3 als Monokanal Gitarre. Und ihr ahnt schon, auf 3 und auf 4 möchte ich als Source meine Vocals legen. Das heißt, ich wähle jetzt den Channel 3 an, kann hier gleich weitermachen im Endeffekt im Display, nehme Vocal 1 und auf den Channel 4 kommt Vocal 2. Auch das sieht man jetzt hier am Display bei der Behringer Wing, nämlich dass ich eben Keyboard, Gitarre und die beiden Vocals angelegt habe auf die Fader runter. Wenn ich jetzt alles richtig durchgepatcht habe, dann sollte jetzt sowohl auf dem Monitorpult als auch auf dem FOH-Pult entsprechendes Signal auf den Wegen ankommen. Wir testen das hier einmal mit einem Laptop, bei dem ich Musik abspiele und schicke den auf die beiden Keyboard-Kanäle. Dann sehen wir gleich, ob von der Stagebox
zum M32 und von da aus weiter zur Wing ein Signal geschickt wird. Und man sieht es jetzt hier relativ gut, auf den beiden Kanälen 1 und 2 kommt ein Signal an. Ich kann jetzt hier auch reingehen und kann einfach den Gain mal ein bisschen hochdrehen. Den finde ich hier oben. Das heißt, ich will den an und drehe den Gain hier ein bisschen hoch. Und dann seht ihr unten auch, dass das Signal eben entsprechend stärker wird. Das liegt daran, weil eben dieses Pult jetzt den Zugriff auf den Gain an der Stagebox hat. Das ist wichtig. Nicht jedes Pult kann jetzt den Gain ändern, sondern nur das Pult in der Kette, das eben für den Gain ausgewählt ist. Das würde aber das heutige Thema übersteigen, das euch noch zu zeigen. Grundsätzlich ist es jetzt in unserem Fall eben das Monitorpult, das den Gain hat. Und wenn ich jetzt vor ans FOH schaue und zur Behringer Wing, dann sehe ich, dass auch hier auf den beiden Kanälen 1 und 2, die aber jetzt in dem Fall auf einem Fader liegen, eben auch ein Signal ankommt, weil das Signal von der Stagebox über das M32 direkt durchgeschickt wird, hierher an die Behringer Wing. Das heißt, das Signal läuft jetzt schon mal von der Bühne vor bis ans FOH und ans Monitorpult. Aber jetzt die große Frage, wie kommt denn jetzt das Signal wieder zurück? Denn wir wollen ja jetzt auch die Main PA vom FOH aus beschicken und die steckt ja bekanntlich am M32 auf den Ausgängen 7 und 8. Ich zeige euch, wie ihr das Ganze wieder retour aufbauen könnt. Als Signal für die PA möchte ich jetzt hier auf der Behringer Wing den Main 1 benutzen. Die Behringer Wing bietet euch 4 verschiedene Mains. Standardmäßig sind aber die Kanäle hier schon auf den Main 1 vorgeroutet. Das heißt, ich nehme jetzt einfach diesen Main 1 und schicke den als Ausgangssignal an die PA. Wie funktioniert das Ganze? Das AES-50-Protokoll kann 48 Kanäle gleichzeitig in beide Richtungen schicken. Das heißt, im Moment empfange ich über das AES-50-Protokoll auf der AES-A-Schnittstelle 5 Kanäle vom Monitorpult. Und ich kann aber auch genauso gut wieder Kanäle oder Signale in die andere Richtung, also Richtung Monitorpult schicken. Dazu darf ich aber jetzt nicht hier auf den Sources stehen, sondern dazu muss ich jetzt hier auf die Output switchen. Mein Kabel, meine Cut-Leitung steckt hinten auf der AES-50A Schnittstelle. Jetzt seht ihr hier, dass es eben 48 Wege zurück zum Monitorpult gibt. Die sind jetzt alle hier noch nicht belegt. Wichtig ist, das Schloss rauszumachen, damit man die auch belegen kann. Hier links habe ich jetzt quasi mein Ziel, also meine AES-50A Leitung eingestellt. Und ich möchte jetzt hier auf 7 und auf 8 die beiden Main Outputs links und rechts zurück zum Monitorpult schicken. Das heißt, ich wähle hier nicht Bus an, sondern Main. Ich habe ja gerade gesagt, Main 1 ist der, den wir brauchen. Und ich schicke jetzt auf Kanal 7 der AES-50 Leitung den Main 1 links. Und ich schicke auf Kanal 8 der AES-50 Leitung Main 1 rechts. So. Wenn ich jetzt diesen Main hochschiebe, ich habe hier einen Fader am Pult, dann seht ihr auch schon, das sieht man hier super im Display, dass hier Signal kommt. Seht ihr das? Also ich schiebe meinen Channel Fader hoch, das ist klar, das Keyboard, das muss ich hochschieben. Und ich schiebe den Main nach oben und sehe jetzt, dass hier auf 7 und 8 dieses Signal geschickt wird. Das heißt, jetzt liegt das Signal bereits auf der Cut-Leitung an. Und ich muss es jetzt am M32 hinten hinter der Bühne nur noch empfangen und weiter an die Outputs des Pults schicken. Ich befinde mich hier also jetzt wieder am M32, wo ich ja jetzt bereits vom FOH das Main-Signal hierher schicke. Jetzt muss ich das nur noch weiterleiten an die XLR-Outputs auf der Rückseite. Das mache ich wieder über das Routing. Und wir erinnern uns, ich habe euch gesagt, da oben in dieser Register, also in den Registerkartenüberschriften, da wählen wir immer den Empfänger aus, also den Adressaten der Signale. Und da ich das Signal jetzt eben an die XLR-Outputs auf der Rückseite schicken will, wähle ich hier XLR. Im Moment werden auf diese XLR-Outputs Local-Signale geschickt, also Signale aus dem Pult 1 bis 4 und 5 bis 8. Und ich kann jetzt aber einfach hier anwählen, was ich schicken möchte. Die Behringer Wing steckt hier hinten auf dem AES-50B-Port. Und wenn ich jetzt dieses Signal, was auf dem AES-50B-Port von der Wing vorne kommt, direkt durchroute auf die XLR-Outputs, dann route ich quasi mein Main Left und mein Main Right Signal direkt durch. Da brauche ich im Pult selber gar nichts mehr machen. Ich brauche auch nichts mehr irgendwo einen Fader hochschieben oder Equalizer oder irgendwas setzen. Ich kann einfach direkt dieses Signal durchrouten ans Output. Das heißt, 5 bis 8
in dem Fall sind meine AES 50B, und zwar die Kanäle 5 bis 8. Warum hier 5 bis 8? Naja, weil ich eben auf 7 und auf 8 die Signale schicke. Ich wähle das aus. Und somit habe ich jetzt das Signal nach hinten durchgeroutet. Man sieht hier auch nochmal rechts im Display, wie die Outputs jetzt belegt sind. Also auf 1 bis 4 sind jetzt Mixbusse drauf. Das sind die Mixbusse lokal hier aus dem Pult. Und auf 5 bis 8 sind eben Signale drauf, die von der AES50B Schnittstelle kommen. Und zwar die Kanäle 5, 6, 7 und 8. Und die Kanäle 7 und 8 dieser AES50B Schnittstelle, auf denen beiden schicke ich ja vom FOH das Master-Signal, das Main-Signal für die PA. Das heißt, jetzt liegen die beiden Signale Main links und Main rechts hinten am Output dieses Pults an. Und zwar auf den beiden XLR-Ausgängen 7 und 8. Jetzt sind wir im Prinzip schon fast fertig. Das Einzige, was jetzt noch gemacht werden muss, ist, ich habe euch ja gesagt, die Band, die ist ja so berühmt, dass sie einen Monitormischer dabei haben, der ihnen 2 Wedges mischt auf der Bühne über dieses M32 Monitorpult. Und natürlich müssen wir jetzt auch noch diese beiden Monitorwege von hier vom Pult wegschicken und rauf auf die Stagebox auf der Bühne, auf die DL16 oder auf die S16 in meinem Fall, raufschicken. Und das zeige ich euch jetzt auch noch, wie das funktioniert. So, zunächst müssen wir erstmal definieren, welche Kanäle oder welche Busse an dem Monitorpult eigentlich die beiden Monitorbusse sein sollen. Wir schauen mal kurz in einen Send rein. Beim M32 finde ich die Sends hier rechts und sehe, dass die Kanäle 1 bis 4 sich im Prinzip anbieten würden, weil die bereits mit Post-Equalizer vordefiniert sind. Das heißt, ich würde jetzt hier Bus 1 und Bus 2 nutzen. Ich würde die aber vorher noch umstellen von Post-Equalizer auf Pre-Fader. Das mache ich, indem ich hier unten einmal nach unten tippe und kann dann hier den Modus ändern, nämlich auf Pre-Fader. Pre-Fader deswegen, dass ich quasi auf der Main-Oberfläche meinen Fader auf 0 lassen kann, aber später auf der Mix-Oberfläche, also auf der Sense-on-Fader-Oberfläche, dann eben mit den Fadern arbeiten kann. Jetzt möchte ich mir eben diese beiden Busse 1 und 2 raufschicken auf die Bühne auf den Output 1 und 2 der S16. Das mache ich jetzt wieder, indem ich ins Routing springe und das allerselbe Prinzip, wie ich Signale vom FOH zum Monitorpult schicke, kann ich jetzt auch hier verwenden. Mit dem Unterschied, dass meine Stagebox jetzt auf dem AES50A-Port steckt. Das heißt, ich wähle mir hier oben gleiches Prinzip als Empfänger den AES50A-Port aus und auf den schicke ich jetzt meine Outputs aus dem Pult raus. Hier seht ihr jetzt Output 1 bis 8 und 9 bis 16. Das ist schon vorkonfiguriert, das lasse ich jetzt so. Allerdings muss ich jetzt noch wissen, was eben auf Output 1 bis 8 und 9 bis 16 liegt. Defaultmäßig, wenn ich das Pult resettet habe, liegen da schon die Busse drauf. Aber es muss nicht sein, deswegen zeige ich euch jetzt auch noch, wie man diese Outputs konfiguriert. Prinzip ist das gleiche. Wir springen hier oben in die Outputs. Dann sehe ich nämlich, was die Outputs empfangen, also was auf die Outputs gelegt ist. Und hier links kann ich jetzt auswählen, welchen Output ich haben will. Und rechts sehe ich, was drauf liegt. Und ich sehe schon, auf Output 1 liegt der Mixbus 1. Das passt, weil das ist ja genau den ich auch haben wollte. Und auf dem Output 2 liegt der Mixbus 2. Das passt auch. Also passiert jetzt Folgendes. Mixbus 1 im Pult wird auf Output 1 geschickt. Mixbus 2 im Pult wird auf Output 2 geschickt. Output 1 bis 8 bzw. Output 1 und 2 jetzt werden auf die Schnittstelle AES50A geschickt. Und dort an dieser S16 Stagebox gibt es 8 Outputs. Und diese 8 Outputs sind standardmäßig eben die Outputs 1 bis 8. Das heißt, wenn ich hier nichts umstelle, dann habe ich auf diesen Outputs alles, was ich auf AES50A in dem Fall 1 bis 8 schicke, genauso drauf. Und das sind jetzt hier die beiden Monitorwege. Und damit würde eigentlich das Routing soweit stehen. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir jetzt geroutet haben. Wir haben hier hinten 3 Signale in der S16. Einmal das Keyboard links, rechts, also 2 Signale und die Gitarre auf 3. Die schicken wir über die Stagebox hier auf das M32. Haben sie dort, empfangen wir sie auf der Schnittstelle AES50A, schicken sie im Pult intern in die User Inputs und können diese User Inputs dann unten auf die Fader legen.
Wir schicken außerdem diese User Inputs, die wir hier auf die Fader gelegt haben, auch nochmal weiter über die Schnittstelle AES50B von dem M32 nach vorne ans FOH-Pult der Behringer Wing auf die Schnittstelle AES50A. Dort greifen wir die AES50A als Sources auf und legen diese Sources auf die Kanäle vom Pult. Wir mischen dann die einzelnen Kanäle vom Pult zusammen auf dem Main 1. Den Main 1 schicken wir raus auf der Schnittstelle AES50A über die Kanäle 7 und 8. Diese Kanäle 7 und 8 empfangen wir hier am M32 auf der Schnittstelle AES50B wieder und schicken sie direkt durch an die Ausgänge 7 und 8 hinten am Pult, weil das sind die beiden Ausgänge, die an die PA angeschlossen sind. Und das, was wir hier am Pult zusammenmischen auf die Mixbusse 1 und 2, schicken wir über die internen Outputs im Pult an die Schnittstelle AES50A und hier geht das Kabel nach oben an die S16 auf der Bühne, beziehungsweise an die DL16 auf der Bühne. Beides gleich, wie gesagt, von der Konfiguration. Und dort kommen dann auf den Ausgängen Output 1 und Output 2 diese beiden Monitorwege, diese beiden Busse wieder an. Und somit habe ich einmal das komplette durchkonfiguriert. Das kann ich jetzt mit beliebig vielen Kanälen machen. Wie gesagt, ich kann mir in beide Richtungen jeweils gleichzeitig 48 Kanäle schicken. Das heißt, ich könnte vor dem M32 zum FOH-Pult, zur Wing, 48 Kanäle nach vorne schicken und ich könnte auch von der Wing über die gleiche Systematik, wie ich es euch gezeigt habe, wieder 48 Kanäle nach hinten ans M32 schicken und ich könnte auch diese 48 Kanäle, wenn ich genügend Outputs hätte oben auf der Bühne, dann könnte ich diese 48 Kanäle sogar wieder auf die Bühne raufschicken. Also beide Richtungen frei wählbar. Man muss nur immer wissen, okay, man wählt aus, an wen man das Ganze schicken möchte. Das macht man bei der Wing in der linken Bildhälfte und beim X32 oder beim M32 oben über die Registerkarten und definiert dann darunter oder rechts im Fall der Wing, was man da hinschicken möchte und auf welchen Kanal. Und wenn man das Prinzip mal verstanden hat, Leute, dann kann man ganz wilde Geschichten routen. Ich könnte mir zum Beispiel jetzt auch hier ein Talkback routen von der Behringer Wing. Ich nehme dazu den AES50 Kanal 1 und empfange mir den hier wieder. Und ich könnte ja über die User-Ins auch sagen, hey, ich hätte gern den AES50B in dem Fall, Kanal 1, irgendwo hier runtergelegt auf einen Fader, weil das ist das Talkback vom FOH. Wäre möglich. Ich könnte das auch direkt durchschicken, wieder über den Mix an die Busse 1 und 2 und hätte dann das Talkback vom FOH über die Cut-Schnittstelle zum M32 geschickt und von da aus auf die Bühne, auf die S16, würde problemlos funktionieren. Was ich euch jetzt noch zeige, ist, dass eben auch diese Gesangsmikros, die wir lokal an dem M32 stecken haben, dass die auch geroutet sind, dass die auch funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt das anschalte und spreche rein, dann sehe ich hier, dass ich eben ein entsprechendes Signal sowohl am Monitorpult als auch hier am FOH-Pult anliegen habe, eben weil ich das durchgeroutet habe. Funktioniert also tadellos. Ja, liebe Mixing-Freunde und liebe Audio-Engineers, ich hoffe, das bringt für euch ein bisschen Licht ins Dunkel. Ich hoffe, das macht für euch jetzt ein bisschen Sinn. Und ich hoffe, ihr habt jetzt einigermaßen so verstanden, wie das Routing funktioniert. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Routing oder Spezialfälle habt, wo ich mal drüber schauen soll oder wo ich mir vielleicht was überlegen soll, schreibt mich einfach an, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir irgendeine Direct Message. Ich freue mich über euer Feedback. Ich sage an der Stelle viel Spaß beim Routen, macht's gut, euer Basti.